Okay, also Zahlen sind ganz cool und einzelne Buchstaben auch, aber die eigentliche Macht liegt ja in ganzen Verkettungen von Wörtern oder auch einfach ganzen Wörtern. Wir sehen hier Tools, Git, Window, Help, Run, wir sehen Project oder Commit, ja, das sind alles Strings. Wir können uns wahrscheinlich kaum mehr eine Anwendung ohne Strings vorstellen. Wir müssten zumindest mal einzelne Sachen ausgeben und auch das Ding hier hat schon wieder einen String-Charakter. Und in Rust sind Strings ein bisschen komplizierter, deswegen wollen wir uns heute mal darauf stürzen. Also, Strings. Was genau ist eigentlich ein String? Ein String besteht aus mindestens 2 Buchstaben. Und naja, es gibt 2 Arten von Strings in Rust. Wir machen mal ein Beispiel. Wenn ich hier let x gleich zum Beispiel Hallo Welt sage, dann haben wir hier drüben einen und str. Wenn ich das jetzt ausgebe, dann steht hier selbstverständlich, fail to compile. So, dann steht hier, der Wert der Variablen x ist Hallo Welt. Das ist logisch, denn Hallo Welt ist ja genau das, was wir hier reinbauen. Jetzt ist das aber ein und str. Der eigentliche String in Rust sieht so aus. String, Doppelpunkt, Doppelpunkt, from, Klammer, Klammer. Und damit bauen wir uns einen richtigen String. Deswegen ist es auch ganz nützlich, wenn man hier vorne direkt den Variablentyp einfach selber angibt, denn dann sehen wir direkt, was das ist. Das ist ein String, das andere war nur ein und str. Ich mache nochmal kurz den Unterschied deutlich. Nennen wir das Ding hier einfach mal a. Und str. So. Und das bauen wir uns wieder zusammen. Und wenn wir uns nochmal hier kurz angucken, wenn ich String Doppelpunkt Doppelpunkt from eingebe, dann habe ich hier die Möglichkeit aus einer Box, cow und char lassen wir erstmal raus, aber aus einem String und einem String, also aus einem und str und einem String an sich, einen richtigen String zu bauen. Und das hat einen kleinen Unterschied. Strings, also das, was x ist, sind nicht einfach nur da, sondern ich kann sie auch verändern. Das heißt, ich kann einzelne Teile manipulieren. Und das sieht dann so aus. Ich kann zum Beispiel sagen, x.pushString, zum Beispiel Hallo Welt, Ausrufezeichen. Und plötzlich, oh ja, ich sollte das vielleicht in Anführungsstriche stellen. Und plötzlich sieht das Ganze so aus. Ah ja, natürlich. Ich sollte vielleicht noch mutable machen. Let mutx. So. Sonst wird das nicht funktionieren. So. Der Wert der Variablen x ist Hallo Welt mit einem Ausrufezeichen hinten dran. Der Wert der Variablen a ist ohne das Ausrufezeichen. Wenn wir jetzt probieren, uns hier a auch zu verändern, let mut a, ja, sagen wir einfach mal a gleich, sagen wir a plus Ausrufezeichen, okay? Sowas hier. So, das sieht dann so aus. To owned müsste es heißen. Wir besitzen das Ding nicht. Jetzt hatten wir leider noch nicht wirklich das Besitztum in Rust, das kommt dann demnächst. Aber besitzen bedeutet, wir haben nicht die Möglichkeit, hier dran irgendwas zu verändern, obwohl es mutable ist. Wir können es nicht verändern, weil wir nicht die Rechte daran haben. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Wir besitzen eigentlich nicht das Recht, diesen String zu beschreiben. Er ist für uns immutable, obwohl er trotzdem eigentlich mutable ist. Und das ist eine interessante Thematik, die ich ganz kurz erläutern möchte. Also, let mut x vom Typ String, das hier oben, Strings sind growable, grundsätzlich auch mutable, das heißt, wir können sie verändern, und wir besitzen sie, das heißt, sie sind owned und sie sind auf dem Heap. Also sie liegen quasi in eurem Speicher auf dem Heap. Was das genau ist, machen wir wann anders. So, intern ist das Ding hier nicht einfach nur ein String, also es beinhaltet nicht nur den Wert der Variablen, sondern gleichzeitig eben natürlich einen Pointer auf den Speicherbereich, wo diese Variable hier liegt. Gleichzeitig aber auch, wie lange diese Variable ist, also wie viele Buchstaben da drin sind. Hallo Welt. Dann haben wir aber gleichzeitig auch noch die Capacity, also es gibt ja einmal, ich mache das mal kurz hier hinten dran als Kommentar. Pointer, Länge
und Kapazität sind hier drin. Kapazität. Denn die Kapazität gibt an, wie viel Platz ist denn eigentlich in diesem Speicherbereich, um da vielleicht noch was mehr reinzumachen. Die Länge gibt an, wie lange der Speicher wirklich ist oder wie lange der String aktuell gerade ist. Und die Kapazität kann natürlich offensichtlich länger sein als die Länge. Andersrum ist es nicht möglich. Also Länge ist kleiner gleich Kappa. So, Kapazität. Ne? Das ist hier ein bisschen anders. Beim und str, das ist eigentlich, spricht man das String Slice aus. Das Ding ist immutable, für uns zumindest erstmal, und nur eine Referenz. Für die Leute, die aus C kommen, das ist quasi sowas wie ein Pointer. Ja, ihr kennt es vielleicht an dem und. Also, so ganz grob, ja, es ist ein bisschen anders. Und es zeigt eigentlich auf ein Stück String normalerweise. Ihr erinnert euch, das da ist eigentlich auch so ein String Slice. Weil das hier bauen wir sozusagen hier einfach ein. Wir bauen uns aus dem String Slice einen vollständigen String. So, es zeigt also, das ist so eine Art Ansicht eines Strings, aber es kann leider auch grundsätzlich auf dem ganzen String zeigen. Und intern ist das Ding ein Double. Das heißt, erstmal, wo fängt das an und wie lange ist es? Also ein Pointer plus die Länge. Ja. Und mehr nicht. Die Kapazität gibt es hier nicht. Das bedeutet, wir brauchen ja auch keine Kapazität. Das Ding kann sich ja nicht verändern. Es kann dadurch natürlich auch nicht wachsen. Das hier geht nicht. Das kann ich nicht bauen. Und das mit dem To-Own, das machen wir irgendwann anders. Weil wir haben hier an sich nicht die Möglichkeit, es zu verändern. Obwohl es mutable ist. Wir können es nicht muten, weil wir nicht mal wissen, wie lange wir da Platz haben. Wenn wir das neu bauen wollen, dann geht das selbstverständlich. Ich kann hier einfach sagen, let a gleich Hallo Welt Ausrufezeichen, das würde gehen. Aber dann erstelle ich die Variable ja neu. Das hatten wir das letzte Mal so ein bisschen. Wir bauen die also komplett neu. Das ist an sich trotzdem keine Veränderung, sondern das ist einfach ein Shadowing. Wir überschreiben das, was quasi in A drin steht. Wir lassen unser Programm vergessen, was A bedeutet und sagen dann neu, ey, guck mal, das ist A. Das ist, als würdet ihr sagen, ey, guck mal, das ist Spider-Man. Vergiss, was du alles über Spider-Man weißt, das da drüben ist Spider-Man, ja. Ich musste gerade an das Spider-Man-Meme denken, das zeigt immer so schön, wie Pointer funktionieren. Sorry, kleiner Brainverkehr. Okay. Also, was genau ist dann das hier? Naja, dieses Push-String funktioniert folgendermaßen. Das machen wir auf dem richtigen String. Der richtige String kann ja mit Veränderungen umgehen. Der hat eine Kapazität. Dementsprechend, x. Wo ist es? Capacity, da ist es. Ich zeige euch mal, was ich meine. Wenn wir hier x.capacity ausgeben, ach, komm schon. Sei nicht so intelligent, liebe IDE. So, wenn wir x.capacity ausgeben, dann sehen wir hier die Kapazität von x ist 20. Jetzt zählen wir mal zusammen durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Die Kapazität ist in dem Fall 9 größer als die eigentliche Länge. Das sehen wir hier an Länge. So, wenn wir uns die Länge, so, warte. Die Länge der Variablen, die Kapazität der Variablen, x.capacity. So, wenn wir uns alles mal ausgeben lassen, die Länge ist 11, die Kapazität ist 20. Ich kann also nochmal hier sehr viel mehr reinbauen. Was passiert denn, wenn ich das hier nicht einbaue? Wir sehen, die Länge ist 10, die Kapazität ist auch nur 10. Das heißt, wenn wir jetzt hier einen einzelnen Buchstaben anhängen, dann sagt Rust einfach intern, ja okay, komm, du hast jetzt 10 drin, der hat schon was angehängt, wer weiß, das Ding ist mutable, der könnte hier noch sehr, sehr viel mehr anhängen, lass mal die Kapazität gleich auf 20 machen, weil dieses Verlängern um ein Stück Kapazität mehr ist ziemlich teuer, aber es ist möglich. Und dementsprechend sagt er gleich, okay, komm, ich reserviere dir gleich doppelte Kapazität, dann kannst du vielleicht in Zukunft einfach noch ein bisschen was hinzufügen. Und wenn du noch mehr brauchst, dann kriegst du noch mal mehr. Ich mache mal hier Folgendes. Ich mache mal hier nochmal Hallo Welt Ausrufezeichen hinten dran. Das heißt, die Länge ist 22. Jetzt ist die Kapazität aber auch nur 22. Das ist immer so ein bisschen Gamble. Man weiß nie, wie viel Rust da wirklich zusätzlich anhängt, aber es macht die Kapazität eher mal größer als zu klein.
Und damit wir eben einfach ein bisschen Leistung sparen. Weil dieses Erweitern von der Kapazität, das ist ziemlich nervig für Rust. Oder es kostet uns halt Laufzeit und deswegen wird es optimiert, ne? So, okay, kleiner Funfact an der Seite übrigens. Hier mal ganz kurz. Wir können uns auch Slice. Wir können uns auch X an sich slicen und ja, uns halt nur einen Teil ausgeben davon. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, und X von 0 bis 5 zum Beispiel. Wenn ich mich nicht verzählt habe, sollten wir hier Hallo rausbekommen. Das heißt, wir kriegen hier einfach Slice Hallo raus. Wir nehmen uns also einen Teil des gesamten Strings, also der gesamte String ist ja hier Hallo Welt, Ausrufezeichen, Hallo Welt, Ausrufezeichen, und sagen hier einfach, okay, gib mir einfach den ersten bis hin zum 5., also der 0., 1, 2, 3 und 4. Das heißt inklusive 0 und exklusive 5. Ja, weil wir von 0 bis 4 gehen. Wie gesagt, 0, 1, 2, 3, 4. Wir nehmen von 0 bis nicht inklusive 5. Also 0 ist inklusive, 5 ist nicht exklusiv. Können wir natürlich auch woanders machen. Wir fangen bei, oh je, jetzt muss ich nachzählen. Wir fangen bei 6 an und gehen bis 10. Nee, wir müssten bis 11 gehen wahrscheinlich. Was passiert schon wieder? Build fail. Ja, natürlich. Sekunde. Einfach kurz, wie gesagt, die source.exe-Datei löschen und schon geht das wieder. Wir klicken hier auf Build und dann sehen wir hier plötzlich Welt. Oh, ich habe das Ausrufezeichen mitgenommen. Ja, ich habe mich verzählt. Welt hat nur 4 Buchstaben. Cedric. Gut, guten Morgen. Also Welt, Ausrufezeichen. Wir können, wie gesagt, auch einfach später anfangen zu slicen und dann irgendwo anders aufhören. Also 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6 ist der erste, der genommen wird, weil wir hier mit 6 anfangen. 7 ist das E, 8, 9 und naja, 10 wollen wir nicht mehr haben. Das heißt, das Ausrufezeichen hier, was ich hier hinzugefügt habe, das wird schon wieder abgeschlossen oder nicht mit reingenommen. Komm schon. Nerv mich jetzt nicht. So. Das wird hier nicht mehr mit reingenommen. So, wenn das passiert und es mehrfach kommt, dann löscht einfach den ganzen Target-Ordner. Das dauert dann zwar ein bisschen länger, es nochmal neu zu kompilieren, aber dann ist es auch wieder weg. So, und jetzt haben wir im Endeffekt nur Welt hier draußen stehen. Also Slice, klar, das haben wir selber hingeschrieben und dann eben Welt. Wir nehmen uns den 6. Buchstaben, den 7., den 8. und den 9., den 10. nicht mehr und das steht dann da. Das ist im Endeffekt Slicen. Der lustige Punkt an der Stelle ist jetzt allerdings, das da, wenn wir hier mal ein Let draus machen, Let's Slice gleich das da, dann sehen wir, dass das wiederum ein und str ist. Und das macht es ein bisschen kompliziert. Wenn ich jetzt hier nämlich diesen Slice eintrage, kommt zwar genau dasselbe raus, aber der Slice ist vom Typ und str. Wenn ich den als String haben möchte, muss ich jetzt hier wieder String Doppelpunkt Doppelpunkt from machen. Klammer, Klammer. Oder alternativ kann ich hier auch hergehen und sagen Punkt to String. Das würde auch funktionieren. Aber ich besitze, beziehungsweise ich kann das hier nicht ohne Probleme ändern, grundsätzlich. Ich zeige euch, was ich damit meine. So, und zwar, ich weiß, wir sind schon ein bisschen drin, aber das ist ein komplexes Thema und ich will hier gleich den Deep Dive machen, damit ihr diese Komplexität von Rust auch A zu schätzen wisst und B auch damit umgehen könnt. Weil es kann komplex sein, wenn man sich versucht, später reinzuarbeiten, wenn man Sachen schon angenommen hat, die man vielleicht nicht annehmen sollte. Okay, also grundsätzlich in Rust ist es so, wenn ich jetzt hier versuche, was zu ändern, ja, wir ändern jetzt mal den Wert von Hallo Welt, Ausrufezeichen, Hallo Welt, Ausrufezeichen. Und das könnten wir ja mal probieren, indem wir x von 0 gleich A machen, ja. Was passiert dann? Naja, wir schauen uns das Ganze an. Dann geht das gar nicht. Ich kann hier unten sehr wohl dieses Slicing machen, aber eben nur lesend, während ich kann nicht einzelne Buchstaben direkt indexieren, beziehungsweise schauen, ey, was steht denn an der Stelle hier genau, weil in Rust nicht unbedingt jeder Buchstabe ein Byte einnimmt. Das ist ein bisschen verrückt. Liegt aber einfach daran, dass es halt auch mit Smileys oder sowas umgehen möchte.
Und deswegen geht das hier zum Beispiel nicht. Ich kann nicht einfach sagen, ich überschreibe den ersten Buchstaben. Kann ich das bei A machen? Naja, grundsätzlich kann ich das nicht bei A machen, weil ich unString nicht modifizieren kann. Ja? Das heißt, wenn wir bei Strings mal versuchen, irgendwas zu ändern oder zu tun, probiert es immer mit dem Punkt aus. Deswegen empfehle ich euch auch immer eine IDE mit Vervollständigung. Die zeigt euch immer an, was ihr zur Verfügung habt. Das heißt, wenn wir hier bei A Punkt sind und selbst das nicht angezeigt wird, drückt Steuerung Leertaste und euch wird vorgeschlagen, was ihr tun könnt. Also len toString, was wir nicht brauchen, weil es ist schon ein String, as Pointer, Bytes und so weiter und so fort. Das interessiert uns nicht unbedingt. Was wir aber hier machen können, zum Beispiel Escape ist immer cool, oder Replace. So, Replace ist immer gut. Replace bedeutet, wir können Sachen ändern. Das ist genau das, was wir gerade wollen. Und zwar, es ist so eine Art Pattern, wie ihr vielleicht hier oben auch sehen könnt. Dieses P bedeutet Pattern. From Pattern. Pattern Matching machen wir auch noch irgendwann separat. Das ist jetzt nur, wie man es bei Strings machen könnte erstmal. Schaut euch dann das Video zu Pattern Matching an, dann wisst ihr, wie ihr wirklich geile Patterns matchen könnt. Wenn wir was, ups, jetzt bin ich ans Mikro gestoßen, sorry. Wenn wir was ändern wollen, sagen wir einfach mal Hallo, ja, wollen wir ändern durch, ich mach einfach mal nur das Wort Hallo, durch zum Beispiel Oi. So, Achtung, auch hier, das war ein str, was verlangt wurde. Ein str, beziehungsweise ein und str, ein String Slice sozusagen. Ich mache das nochmal kurz weg. Ich zeige euch das, wie es aussieht. Komma. Nochmal weg. Komm, zeig's mir an. Manu. Hallo. Ne, wird mir nicht mehr angezeigt. Schade. Okay, wenn ich hier drüber hover, mit Steuerung gedrückt, also ihr drückt Steuerung und hovert dann über das Wort. Nicht draufklicken, sondern nur drüber hovern. Dann steht da, was es ist. Vorne sehen wir, ich kann jetzt nur meine Maus leider nicht wegbewegen, deswegen wollte ich es bei dem anderen haben. Vorne sehen wir from Doppelpunkt P. Das ist dieses from hier. Das ist unser Pattern, das wir ersetzen wollen. Also das Wort Hallo in unserem Fall. Und to, das ist das, wohin es ersetzt werden soll, ist mit und str. Das ist kein String. Das heißt, wir brauchen nicht String Doppelpunkt Doppelpunkt from schreiben, sondern wir können ganz einfach hier ein stinknormales und str bauen. Also, wir können hier einfach oi schreiben und brauchen nicht .toString. Wir brauchen nicht irgendwas anderes, sondern wir wollen absichtlich diesen String Slice haben. Der darf ja auch nicht geändert werden. Der muss ja konstant sein. So, und deswegen wollen wir hier diesen String Slice haben. So, und jetzt haben wir hier ein Oi. Und es ist schon wieder failed. Mano. Ah, ups, ich habe es auf Hallo, auf A gemacht. Da funktioniert das auch. Ich kann es aber auch auf X machen. Da wollte ich es eigentlich machen. Weil wir A nicht ausgeben gerade. Sekunde. Okay, und hier sehen wir jetzt, irgendwie steht da nicht Oi. Warum steht da nicht Oi? Naja, wichtige Erkenntnis könnte man sagen, wenn wir hier nochmal drüber hovern, und das müssen wir leider in Rust sehr, sehr häufig machen, wir müssen sehr, sehr gut aufpassen, was wir hier tun. Hier sehen wir x.pushString. Da muss ein mut_self rein und String. Ja, das mut_self, das kommt automatisch rein. Wenn wir hier drüber hovern bei Replace, sehen wir, dass da hinten, ich klicke da mal kurz drauf. So, wir sehen hier File String. Ja, wir bekommen also bei pushString hat hier keinen Pfeil. Hier haben wir ein File String. Das heißt, wenn wir hier drüber haben, sehen wir das auch. Wir haben hier kein File String am Ende. Hier unten haben wir einen File String am Ende. Das bedeutet, wir bekommen hier einen neuen String raus. Das heißt, unser X an sich wird nicht angefasst. X wird nicht verwendet. Das ist super interessant, wenn man das mal so sieht. Und wir sehen auch hier, dass das A_self nicht mutable sein muss. Hier bei pushString muss es mutable sein, dieses Self hier, während hier muss es nicht mutable sein. Das bedeutet, bei pushString wird auf X gearbeitet. Wir verändern X. Das heißt, das, was wir hier hatten, dieses X-String from Hallo Welt, ja,
Das wird verändert. Die Variable x wird verändert, während hier wird x nicht verändert. X bleibt exakt gleich. Deswegen bekommen wir hier auch wieder Hallo Welt zurück. Aber wenn ich das Ergebnis haben möchte, kann ich das durchaus zwischenspeichern. Und zwar einfach als let s ist gleich. Und s bekommt dann das Ergebnis von replace. Ich zeige euch das mal. Wenn wir hier nämlich einmal die Zeile duplizieren, mit STRG D geht das übrigens, und uns hier das s ausgeben, dann bekommen wir hier oi Welt. Ja? Hier das s speichert sich das Ergebnis der Berechnung von replace. Während bei pushString müssen wir nicht das Ergebnis speichern, das bleibt im selben. So, und das bedeutet jetzt aber auch natürlich für uns, wenn wir pushString benutzen, müssen wir ein mutable x haben. Wenn wir nicht pushString benutzen, also das einfach so lassen und nur replace benutzen müssen, dann können wir auch einfach das Ding immutable lassen. Und ja, selbstverständlich können wir dann noch einfach sagen, wir überspeichern oder wir shadowen, also das ist der Fachbegriff dafür, wir shadowen, ach, komm schon. So, Sekunde, oh, ja. Okay, wir haben es tatsächlich geschafft, einen Code zum Paniken zu bringen, also quasi zum Abstürzen zu bringen. Das ist selten, aber, wobei eigentlich nicht so selten, aber wir haben hier quasi Hallo durch Oi ersetzt und plötzlich war das hier unten nicht mehr lang genug. Brauchen wir aber nicht, ist nicht so dramatisch. Was ich euch zeigen wollte ist, wir müssen jetzt in dem Fall x gar nicht mehr mutable haben, weil wir müssen für replace kein mutable String mehr haben. Hier steht jetzt plötzlich Oi Welt, während davor natürlich Hallo Welt drin stand und wir haben einfach x geshadowed. Das heißt, der Inhalt von x hier oben ist gleich geblieben. Wir haben ihn nicht gemutet, wir haben ihn nicht mutable gebraucht. Wir haben einfach ein neues x definiert, was aus der Berechnung von diesem Replace entstanden ist und haben das drüber geschrieben. Das heißt, wir haben einfach vergessen, was davor x bedeutet hat und dadurch einfach drüber geschrieben. Also, wie gesagt, einfach denken, ey, das da ist Spider-Man. Vergiss alles, was du über Spider-Man weißt, das da ist Spider-Man. Ne? Nur, dass eben Spider-Man X ist in dem Fall. Okay, cool. Genau, und das macht eigentlich mutable für uns hier gerade so ein bisschen obsolet. Wir können es eigentlich vergessen, was dabei passiert ist. Die Variable selber muss nicht veränderbar sein. Es kann aber halt sein, dass wir dann eben solche Probleme bekommen wie das hier, dass wir aus Versehen eben einen Slice bauen, der davor vielleicht gepasst hat, jetzt auf einmal nicht mehr passt. Wobei man das auch eigentlich hätte während Compile-Zeit testen können. Ja, aber das hat es nicht getan. Naja, anyways, was genau bedeutet das für euch? Ihr müsst nicht unbedingt alles mutable machen. Ups, ich habe den Error hier unten kopiert. Ich wollte euch aber noch was anderes zeigen. Und zwar, wir haben hier zu Hallo Welt was hinzugefügt mit pushString. Also x.pushString haben wir benutzt. Das müssen wir auch nicht unbedingt machen. Wir können auch tatsächlich hier sagen, wenn wir zum Beispiel einen String haben, der nicht mutable ist, let x vom Typ String ist gleich, und dann können wir hier einfach sagen x plus Hallo Welt. So, und auch das funktioniert. Ja doch, lassen wir einfach mal so laufen. So, wir bekommen dann tatsächlich die Ausgabe Oi Welt. Klar, weil wir hier einmal Hallo noch ersetzen durch Oi und Replace hört nicht beim ersten Mal Hallo auf, sondern geht einmal komplett durch. Das heißt, jedes Hallo wird ersetzt durch Oi, ja, und dementsprechend werden beide ersetzt, aber wir hatten zweimal Hallo Welt direkt hintereinander. Warum? Naja, wir haben x quasi genommen und haben da noch was hinten dran gehängt. So, für die Leute, die jetzt gerade aber sich mit dem Typ ein bisschen wundern, das hier vorne ist ein String. Das hier ist ein und str. Und wenn ich zwei Strings habe mit from diesem hier, dann funktioniert das schon wieder nicht. Dann müssen wir tatsächlich leider den hinteren Teil in ein und str umwandeln. Und das können wir so machen, indem wir ein und Stern vorne dranhängen. Und dann geht's wieder. Also, wenn ihr also das ist natürlich ein konstruiertes Beispiel, ne? Wenn ihr das so habt, müsst ihr nicht das Ding erst in String konvertieren und so weiter und so fort. Aber nehmen wir an, ihr habt zwei Strings, die zum Beispiel ein Benutzer eingegeben hat. Einer heißt A, einer heißt X und ihr habt, achso, nee, vielleicht nicht A, vielleicht Y. Und ihr habt hier was ganz Besonderes stehen, ganz Besonderes.
und wir bauen uns hier das Ding aus x plus y, das muss so sein und ihr habt das halt genau so, dann müsst ihr y zuerst wieder umwandeln in ein und str. Weil es ist ein String aktuell und mit Strings geht das nicht. Wir müssen vorne ein String haben, das Ding hier, aber hinten muss ein und str stehen. Und deswegen müssen wir hier ein und y schreiben und dann funktioniert das wieder. Oder sogar ein und Sternchen. Was da der Unterschied ist, das klären wir in einem separaten Video. Aber ja, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich weiß, es ist sehr kompliziert und es ist nicht unbedingt das Intuitivste, wenn man zwei verschiedene Typen für String hat. Merkt euch einfach, der str hier mit dem und str, das ist quasi ein Pointer und es ist nur ein Teil davon. Und das hat was mit dem Owner-System zu tun. Wir besitzen den String sozusagen hiermit nicht. Und hier besitzen wir den String und wir können ihn auch verändern, wenn wir das wollen. Hier gibt es keine Mutability. Gut, ich hoffe, ihr seid bisher durchgestiegen, war mal wieder mehr Informationen, als ihr wolltet, nehme ich an. Und ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem sehr gut gefallen. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.